Ich zeige dir, welche 4 Sony E-Mount Objektive du definitiv in deiner Fototasche haben solltest. Sony bietet bei seinen E-Mount Objektiven eine unglaubliche Auswahl von roundabout 70 Objektiven. Für jeden Bedarf ist da natürlich was dabei und ich hatte die schöne Aufgabe, dass ich meine persönlichen 4 Top-Favoriten auswählen durfte und die zeige ich euch jetzt hier auch in diesem Video. Konkret das Standard-Zoom, das ist das FE 420 bis 70G. Dann das Superweitwinkel, das FE 4 PZ 16 bis 35G, ein Telezoom mit Makrofunktion, das ist das FE 4 70 bis 200 Makro und dann noch die Festbrennweite FE 1.4 50 GM. Und jetzt schauen wir uns an, wie du mit diesen Objektiven künftig jede Fotosituation perfekt meistern kannst. Ein Standard-Zoom, das darf natürlich in keiner Fotoausrüstung fehlen. Perfekt, wenn ich unterwegs bin und ich das ganze Equipment mitschleifen möchte. Sony hat hier für E-Mount das FE 4 70 bis 20G am Start. Das deckt eben einen Weitwinkel bis hin zu einem leichten Tele ab und da ist man für viele Situationen schon mal richtig gut aufgestellt. Das Objektiv ist kompakt gebaut mit 78 mm Länge und wiegt nur 488 Gramm. Auch hier wieder perfekt geeignet, um in jedem Reisegepäck noch mit dabei zu sein. In Sachen Bildgestaltung, da setzt dieses Objektiv auf eine zirkulare Blende mit 9 Lamellen und die sorgt dafür, dass der unscharfe Hintergrund, das Bokeh, richtig gut aussieht. Für mich ganz klar, dieses Objektiv, das muss immer dabei sein. Dieses Superweitwinkel von Sony, das FE 4 PZ 16 bis 35G, ist mein persönliches Lieblingsobjektiv und das liegt daran, dass ich zum einen einen schönen Brennweitenbereich habe, den ich häufig brauche und für alle, die hybrid unterwegs sind, hat dieses Objektiv nämlich gleich mehrere Vorteile. Zum einen die Brennweitenverstellung, die kann manuell erfolgen, aber auch hier über diese motorische Zoom-Wippe und die ist berührungssensitiv. Das heißt, wenn ich stärker mit dem Daumen nach oben oder nach unten gehe, dann erfolgt eben auch das Zoomen schneller oder langsamer und das Schöne ist, dass das Ganze auch noch super soft abbremst und wieder beschleunigt. Das heißt, ich kann hier ganz sanfte Übergänge machen, die ich sonst so nicht bekommen würde. Zusätzlich kann man es übrigens auch noch fernsteuern, wenn man das möchte. Und die Brennweiteneinstellung selbst, die erfolgt auch intern im Objektiv. Das heißt, hier fährt nichts rein oder raus, das erfolgt alles intern. Das heißt, auch der Objektivschwerpunkt, der bleibt immer gleich. Wer die Kamera schon mal auf einem Gimbal austariert hat, der weiß es sehr zu schätzen, dass eben dann bei einer Brennweitenveränderung eben die Kamera nicht anfängt, sich zusätzlich noch zu bewegen. Diese Wahltaste hier kann ich konfigurieren. Standardmäßig wird hier aber ausgewählt, was ich mit dem KI-Autofokus verfolgen möchte, also sprich Mensch, Tier, Insekt, Auto, Flugzeug, whatever. Und wo wir gerade beim Autofokus sind, der ist nämlich A, super schnell und super leise. Man hört ihn ehrlich gesagt gar nicht. Auch da wieder perfekt für Filmaufnahmen, wo ich solche Störgeräusche natürlich wirklich gar nicht haben möchte. Mit rund 350 Gramm ist das Objektiv übrigens auch noch ein echtes Leichtgewicht, laut Sony das leichteste weltweit seiner Klasse und mit der durchgehenden Blende 4 bin ich natürlich auch maximal flexibel unterwegs. Für dieses Telezoom für Sony E-Mount, da muss ich den Namen wirklich ablesen. Das ist das FE 4 70 bis 200 Makro G OSS 2 und das ist eine richtige Ansage, denn damit hole ich nicht nur Objekte sehr nah ran, sondern ich kann auch sehr nah ran ans Objekt. Konkret, je nach Zoomstufe, ist die Naheinstellgrenze bei 26 bis 42 cm, die maximale Vergrößerung liegt bei 0,5, insgesamt also tipptopp Werte. Ich habe dieses Objektiv in der Praxis unter anderem auch im Wildpark ausprobiert. Natürlich prädestiniert Tiere fotografieren, die ein bisschen scheu sind, näher ranholen. Dazu kam allerdings schlechtes Wetter, das heißt es schien keine Sonne, die Lichtverhältnisse waren wirklich nicht gut und da ist wiederum die durchgehende Blende von 4 in diesem Objektiv ein richtig tolles Hilfsmittel, denn damit konnte ich auch trotz dem schlechten Licht richtig tolle Bilder machen. Der Autofokus, der hier eingebaut ist, der ist rasant schnell und wird sogar noch schneller, wenn man den Fokussierbereich einschränkt. Das kann ich hier einfach über einen dieser Schalter machen und bestimmen, dass eben nur im Makrobereich oder im weiteren Bereich dann fokussiert wird. Zusätzlich am Objektiv habe ich auch noch die Möglichkeit, unter anderem den Autofokus ein- und auszuschalten, sowie den Bildstabilisierungsmodi zu wählen. Ja, ich habe dieses Objektiv
hauptsächlich in der Fotografie verwendet, aber auch zum Videofilmen ist es ein perfekter Begleiter. Dafür sorgt unter anderem das reduzierte Focus Breathing und auch die reduzierte Achsverschiebung beim Fokussieren und beim Zoomen. Übrigens ist Blende 4 auch dann perfekt, wenn ich Personen aus weiterer Entfernung fotografieren möchte. Das heißt, ich kann hier unbemerkt Fotos machen. Das ist gerade bei Veranstaltungen oder Feiern eine schöne Sache, dass man den Leuten eben nicht wirklich auf die Pelle rücken muss und so auch vielleicht intimere und einfach originellere und schönere Fotos bekommt. Last but not least habe ich hier noch die Festbrennweite FE 1.4 50 GM. Die hat eine tolle offene Blende, ist super lichtstark und ist mit 50 mm natürlich prädestiniert dafür, um Porträtaufnahmen zu machen. Das feine Bokeh, das natürlich bei solchen Aufnahmen wünschenswert ist, das wird durch 11 Lamellen erzeugt. Ich hatte das Objektiv für Foto und Video im Einsatz und Blende 1.4 ist einfach der Knaller, gerade auch wenn ich bei schlechteren Lichtverhältnissen oder bei Dunkelheit was aufnehmen möchte. Da macht es richtig Freude. Natürlich, es ist kein Zoom, es ist eine Festbrennweite. Das heißt, ich muss mir die Motive erlaufen, wird dafür aber mit toller Bildqualität belohnt. Wie alle Objektive, die ich vorgestellt habe, ist auch hier ein super schneller, unhörbarer Autofokus integriert, aber ich habe natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, hier manuell nachzustellen. Auch hier ist eine Fokushaltetaste verbaut und ich habe noch die Möglichkeit, die Blende zu arretieren, wenn ich das möchte. 4 aus 70 kann natürlich nicht das gesamte Spektrum an Objektiven abbilden, die Sony für E-Mount im Angebot hat. Daher habe ich dir noch 3 Tipps zur Entscheidungsfindung, wenn ein Objektivkauf ansteht. Wichtig ist, analysiere, wie du fotografierst und was du fotografierst und was du auch zukünftig fotografieren möchtest. Wobei ich auch jetzt auch hier im Praxiseinsatz gemerkt habe, der Appetit, der kommt bekanntlich beim Essen, wenn man Objektive zur Auswahl hat, die man bisher noch gar nicht hatte, beispielsweise in Superweitwinkel, dann hat man plötzlich auch ganz neue kreative Bildideen im Kopf, die man dann natürlich auch umsetzen möchte. Aber nun gut, ein weiterer Punkt ist das Budget. Das sollte man sich im Vorfeld festlegen, denn klar ist, nicht jedes Wunschobjektiv passt zum Geldbeutel, aber auch hier gibt es ja entsprechend bei Sony E-Mount eine riesige Auswahl an Objektiven, die dann auch wirklich in jedes Budget passen. Ansonsten gilt, ausprobieren. Wenn du die Möglichkeit hast, schnapp deine Kamera und geh zum Fotofachhändler vor Ort und probier das Objektiv deiner Wahl aus, damit es auch wirklich dem gerecht wird, was du dir vorstellst. Ja, waren deine Lieblingsobjektive in dieser Vorstellungsrunde jetzt mit dabei? Oder hat was gefehlt oder bist du ganz anderer Meinung? Ich freue mich auf deinen Kommentar dazu. Und ansonsten empfehle ich noch einen Klick ins Alpha Universe von Sony, denn da gibt es jede Menge Inspiration rund um die Sony E-Mount Objektive und um die Alpha-Kameras, Stories bekannter Fotografen, Bildbeispiele, Praxisworkshops, also ein riesen Gesamtpaket an Inspiration. Klickt rein, den Link, den findet ihr im Beschreibungstext und von meiner Seite aus danke fürs Zuschauen und bis bald.